Aurora. Ja, das ist wirklich für mich ein Begriff, denn wir haben tatsächlich auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf ein Aurora-Haus gedreht vor 2 Jahren, ging in die Millionen an Abrufen. Ich grüße dich, Joe. Du bist, aus welchem Ort kommst du denn? Ich komme am Kaiserstuhl aus dem schönen Endingen, ein Weinort, wo andere Leute Urlaub machen, da arbeite ich. Da arbeitest du. Wir gehen jetzt mal kurz außen rum. Der Kollege guckt mal gerade, dass das Haus mal leer bleibt. Ausnahmsweise mal. Wir werden es mal ganz kurz blockieren. Aber vielleicht lohnt es ja. Die New Housing, eine große Messe hier in Karlsruhe. Und du bist ziemlich happy, weil ihr habt ja ganz, ganz viele Häuser. Wenn du mal kurz mitkommst, Joe. Und das Haus hier ist ein echter Topseller. Ihr habt es abgeflammt. Ist ein Modell Sunshine, was wir hier jetzt präsentieren. Das Holz ist abgeflammt. Sieht man, diese schwarz-braune Optik macht natürlich ein schönes Bild und ist ausgestattet mit einer Klimaanlage, kalt-warm. Ein Holzofen ist drin, eine Verdampfertoilette. Das ist schon eine Top-Ausstattung, die wir da haben. Warte, ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass wir es ein bisschen besser sehen. Dann sieht man auch, das ist wirklich tiny. Ist das jetzt unter 3,5 Tonnen hier? Das ist unter 3,5 Tonnen. Wir haben eine sehr gute Ausstattung und da sind wir knapp unter 3,5 Tonnen, müssen wir auch bleiben, weil wir das ja auf der Achse transportieren. So, es gibt ja auch die Möglichkeit, größer zu bauen und einen Tieflader zu nehmen. Bei 2,50 Meter Breite bietet ihr auch sowas an, über 3,5 Tonnen? Dann? Das ist im Moment nicht unser Konzept, wird aber wahrscheinlich irgendwann kommen. Im Moment sind wir eigentlich hauptsächlich auf die Anhänger spezialisiert und bauen da in einer Serienfertigung, was natürlich Preis-Leistung sensationell ist. So, das werden wir gleich mal erfahren. Ich hole jetzt mal den Weitwinkel raus. Und jetzt sind wir extrem weitwinklig. Und der Preis, wo liegen wir denn hier? Dieses Haus liegt in der Ausstattung bei 72.000 Euro brutto. Wie gesagt, mit Klimaanlage. Hier sieht man den Kamin vom Holzofen. Der ist dabei? Der ist dabei. Alles komplett mit Couch, mit Inneneinrichtung, mit Kühlschrank, mit Herd. Alles tutti completi. Ja, das ist Made in Europe. Und die Veranda hier, was hat die für einen Preis, wenn man die haben möchte? Die hat einen Preis ca. 1.800 Euro. 1.800 Euro. Da ist die schon geölt oder entsprechend lackiert? So wie sie hier ist, mit den Stützen, alles. Komplett? Fix und fertig. 1.800 Euro? Ja. Sie dürfen auch gerne mehr zahlen. So, Joe, ist es soweit, dass wir uns mal duzen, oder? Ja. Okay, komm, wir zeigen es mal. Das hat 2 Stockwerke, das hat ein Kennzeichen dann später drauf. So, und dann stelle ich das Ganze ab und gefilmt haben wir es ja schon mal, ein richtiger Bestseller. Der Grundriss hier hat sich bewährt, oder? Der hat sich bewährt. Wir sind hier unten bei ungefähr 16 Quadratmeter. Oben, der Loft hat 4 Quadratmeter circa. Hier sieht man jetzt den Ofen, der hat 4,1 kW. Das traut man ihm gar nicht zu. Aber das macht den Raum richtig warm. So, und der ist schon fast zu viel. Das heißt, man muss je nachdem in der Zwischenzeit ein Fenster mal öffnen, oder? Absolut. Man braucht nur ganz wenig Holz, das habe ich nämlich auch gemerkt. Und dann siehst du hier, das ist die Essecke, die du hier hast. Ja, dann kommt das Waschbecken, das Fenster nach außen zu öffnen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, damit man sich den Kopf nicht stößt. Im Badezimmer haben wir eine Fußbodenheizung drin, das ist natürlich auch sehr angenehm. Wir haben die Cinderella-Toilette, die Verdampfertoilette. Die ist im Preis mit drin, die kostet allein 4.000 Euro. Ja, fast 5.000 Euro, ja. Die ist im Preis mit drin? Ist im Preis mit drin, ja. Der Backofen ist drin, der Kühlschrank ist drin. Also ist das jetzt eine Cinderella auf 230 Volt? Habt ihr dort angeholt? Richtig. Gut, weil die gibt es einmal mit Gas, einmal mit 230 Volt. Nein, hier ist mit Strom. Das Geile ist bei der Cinderella, du hast damit nichts mehr am Hut, sowohl das Pipi und das Kaki. Also Urin und Kot werden einfach verdampft und unten bleibt ein bisschen Asche. Unten bleibt ein bisschen Asche, ungefähr nach einer Woche. Und die Asche kann man gut im Blumenkasten im Garten letztendlich als Dünger einsetzen. So, haben wir schon oft darüber berichtet. Das Ganze wird in Polen gebaut, in hoher handwerklicher Qualität, Serienfertigung. Hat Riesenvorteile. Das heißt, also ihr habt natürlich im Laufe der Fertigung Sachen behoben, wo ihr gesagt habt, das wird jetzt verbessert. Das Haus hier ist wahrscheinlich schon ganz anders wie vor 2 Jahren, oder? Ja, natürlich stetige Entwicklung, die wir haben, und
die Serienfertigung, das halt Preis-Leistung ist irre. Und in Polen haben wir noch das Währungsgefälle, was sich natürlich auch auswirkt auf den Preis. Die Couch kann ich ausklappen. Die ist dabei, die Couch? Die ist dabei. Da kann auch, wenn man Besuch bekommt oder so, oder Kinder können da auch noch schlafen. Das heißt, wir haben im Prinzip oben 2, unten 2. Da ist man relativ flexibel. Natürlich genial, wenn du auch mal Besuch kriegst, hast das Ding angemeldet, im Garten stehen. Ist das ein Wohnwagen oder ist das Ladung? Das ist Ladung. Ladung, okay. So, jetzt zeige ich mal gerade, dass wir das Ganze mal sehen. Das ist das Badezimmer, da ist die Cinderella drin. Wer die noch nie gesehen hat, bitte einmal zeigen, denn die ist nagelneu. Die hat nämlich unten so einen Kasten drin und dann hast du den Verbrennungsraum und das Ganze dauert, glaube ich, ca. 10-15 Minuten, dann ist es verbrannt. Ja, es kommt etwas auf die Menge drauf an. Lustig. So, und dann ein Boiler ist dabei. 50 Liter Boiler, ja, Warmwasser für die Dusche und für das Handwaschbecken natürlich. Also nochmal, bevor wir jetzt hier, das ist mit drin und das mit drin, alles, was wir sehen, ist mit drin, was hier drin ist. Die Echtglasdusche. Okay, so, und das, ich habe keine Batterie hier, keine Autarkie, sondern das Ding hängt fest am Strom, korrekt? Richtig. Das könnte man auf Wunsch ja nachrüsten, aber dann ist natürlich auch wieder das Thema 3,5 Tonnen. Ich nehme an, wir sind ja ausgereizt bei 3,499. Ja, nicht ganz, aber ja, ist ausgereizt in der Ausstattung. Es ist natürlich auch, wenn ich mit Solar und Batterie arbeite und ich habe dann eine Cinderella und Backofen und dann so weiter, eng. Dann wird es schon eng, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Wenn ich dann alles laufen lasse, dann habe ich da schon eine Begrenzung. So, und das ist der Kühlschrank, ein Whirlpool mit drin. Das ist der Kühlschrank. Haushaltskühlschrank, der ist schön mit Bier voll. Ein bisschen gefüllt. Becks. Nein, mit Wasser. So, und dann Gorenje, das ist mit drin, ein Kochfeld von Candy, ein Genau, Dunstabzugshaube. Dunstabzugshaube. Haben wir auch hier. Ist die nach innen oder nach außen? Nach außen natürlich. Nach außen. Ja, ja. Okay. So, dann hat man jede Menge Stauraum unter den Treppen. Richtig, hier ist eine Kleiderstange, die wir haben. Hier wäre rein theoretisch noch möglich, eine Waschmaschine einzubauen, wenn man das wollte. So, und die Essecke, jetzt zeige ich mal gerade hier aus der Perspektive, dass wir die einmal kurz sehen. Dann hast du hier ein Waschbecken drin Mal hier und Waschbecken. jede Menge Stauraum. Ja, jede Menge Stauraum mit Mülleimer. So eine kleine Spülmaschine wird noch gehen, oder? Würde noch gehen. Gut, okay. 45er würde ich dann nehmen. Kann ich die ab Werk bestellen, wenn ich hier... Die kann man bestellen, ja. Das Also, ist dass durchaus ich die nicht alles nochmal- möglich. Auch die ganzen Geräte, auch eine Waschmaschine können wir liefern. So, der Balken, der trägt nochmal zur Stabilität bei. Kann ich das theoretisch öfter mal fahren oder fällt es dann auseinander? Oder ist es nur zum einmaligen Transport Es ist gedacht? auf jeden Fall nicht als Wohnwagenersatz. Ich kann, sage ich mal, Wenn ich so zweimal im Jahr? das geht, kein Problem. Also, aber nicht jeden Tag. Nicht jeden Dafür Tag ist es nicht und gebaut. Nicht jedes Wochenende Okay. und über Stock und Stein, weil irgendwann wird die Substanz dann angegriffen durch die mechanische Belastung. Ist hier noch Stauraum unter der Klappe? Da ist noch Stauraum, okay. Nur mal zum Zeigen. Also hier überall hast du, wo es dann Sinn macht, auch Stauraum mit drin. Ich gehe mal kurz mit hoch, dass wir das mal zeigen. Hier hast du breite Stufen. Das heißt, du hast einen Handlauf mit dabei, ein Bett mit Lattenrost. mit Lattenrost, ja. Und da wäre es auch noch möglich, Stauraum mit Schränken am Kopfende oder hier am Fußende zu generieren. Bücherregal in den Wohnraumofen oder zum Bett hin offen oder mit Klappe, um da noch Bücher etc. unterzubringen. So, ich komme mal runter, du gehst mal hoch. Ich würde gerne einmal die Kopffreiheit mal zeigen, wenn du ganz hinten bist, dass man das einmal sieht, weil viele sagen, oh, das ist aber nicht hoch genug, das stimmt nicht. Ihr habt viel Kopffreiheit, das heißt, hier hast du so eine Art Kriechstock und dann, wenn du mal da bist, geht, oder? Das geht. Also Ich kann mich aufrecht hinsetzen. gut, ich bin 1,70 Meter groß. Ja, aber ich kann mich hinten zum Beispiel dagegen lehnen, hole mir ein Keilkissen, kann lesen. Richtig. Also dafür langt's. Und Gut. hier haben wir auf der Seite unten einen Anschluss für einen Fernseher. Da kann man den nach oben schwenken oder unten benutzen. Okay. Das ist eigentlich auch zentraler Punkt.
den man gut ausnutzen kann. Joe, komm mal runter. Dann, das ist ja nur ein Modell. Letztes Jahr habt ihr 3 Stück da gehabt. Letztes Mal hatten wir das Lunar Office noch mit dabei gehabt und das Porto. So, sehr schön. Wir gehen mal raus und nichtsdestotrotz mache ich noch mal eins. Ich setze mich mal kurz da rein. Du gehst mal bitte ganz ans Ende an die Tür ran und machst sie mal auf. Für mich, bitte. Dann filme ich einmal. Und wenn du mal diese Tür mal schließt wegen dem Licht, denn da geht mir im Moment ein bisschen die Beleuchtung verloren. Damit ihr mal so einen Eindruck. Vielen Dank, Joe. So, jetzt ist der Kontrast viel besser. Jetzt sieht man auch mal, wie groß dieses Haus hier ist. Also wenn ich hier nach links schwenke zu dir, wenn du mal gerade alles an Licht anmachst, was du hast, bitte. Dass du mal alles, was irgendwie sich nicht wehrt, dann mal einschaltest. Also die Deckenlampen sind mit drin. Du hast überall Einbauleuchten, LED. Also das ist schön. Preis nochmal mit dem Ofen. Wie war der Preis? 72.000 Euro brutto. Cool. So, da sind wir. Und das geht natürlich günstiger, wenn ich den Ofen weglasse, wenn ich die Verbrennungstoilette weglasse, wenn ich das, dann komme ich wahrscheinlich nochmal gute 10.000 runter. Oder wenn ich ein paar Sachen weglasse. Man muss ungefähr rechnen in einer guten Ausstattung mit 65 bis 68.000. So, da die Klimaanlage, die kühlt auch schön und die packt das auch. Also wenn du jetzt hier drin bist, klar, wenn die Tür natürlich dauernd auf ist, da wird es eng. Aber es war ja schon warm gestern und das ist sehr angenehm mit der Klimaanlage. Super, ich habe mich immer hier hingestellt, weil das war sehr angenehm. So, komm raus. Feuerlöscher ist auch dabei. Feuerlöscher, oben Feuermelder. Jetzt lassen wir die Horde mal rein, denn die warten alle schon. Aurora Company heißt das Ganze. Und sie bauen in Polen und der Johannes hat in Endingen eine Firma. Da ist sogar deine Handynummer drauf. Genau. Wenn man das sehen möchte. Hast du eine Ausstellung, wo ein paar Stück stehen? Oder? Ja, ich habe im Moment stehen dort 3 Stück. Das Haus kommt am Sonntagabend zu uns. Und wenn jemand das haben möchte, Geld mitbringen, anhängen, mitnehmen. So, also das heißt hier total 59.215. Da kommen noch die Stützen, der Transport, die Hausaufstellung dabei und die Mehrwertsteuer. Genau. Und dann, also das Ganze kostet ungefähr 2.000 Euro. Dann bist du bei 61 netto oder 72 brutto. Etwas über 72. Ja, kann man bei dir noch handeln oder ist das so alles schon hart kalkuliert? Wenn man das möchte. Man kann mehr bezahlen. Du bist goldig. So, komm mal mit. Da ist schon die Schlange. Wir lassen die Leute mal rein. Hier hinten große Messe, die New Housing in Karlsruhe. Dieses Jahr viel größer wie letztes Jahr. Sie hat sich richtig entwickelt. Absolut. Da ist eine Wahnsinnsentwicklung. Und ich denke, dass auch bis in 1-2 Jahren, wenn mal die Zinsen noch ansteigen und der Druck noch größer wird, dass endlich mal das Thema mit dem Tiny in den Bürgermeisterämtern, bei den Gemeinderäten ankommt und die sagen, Mensch, wir müssen da was tun, auch für junge Leute, weil wer will sich heute bis an sein Lebensende verschulden, wie unsere Großeltern oder unsere Eltern. Fängt schon an bei den Studenten, ja. Wenn die könnten ja wirklich jetzt irgendwo in einer Studentenstadt, könnte man mal ein Tiny House Dorf mit 300-400 Tiny Häuser machen. Ja, absolut. Und dort 2-3 Jahre oder 4, je nachdem, wie lange die studieren, dann können sie es mitnehmen oder irgendwo anders hinziehen und für die nächsten Platz machen. Also da ist schon Bewegung, aber noch nicht genug. Super, vielen Dank. Gerne. Johannes Viand, so nennt dich aber nur wahrscheinlich deine Mama, wenn du was Böses angestellt hast. Joe. Joe sagen. Aurora Company. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Gerne.